Quer durch die Schweizer Alpen über zwei berühmte Alpenpässe für diese Radtour ins mediterrane Italien zum Comer See, 5 Tage voller Höhenmeter, Gletscherpanoramen und italienischem Flair. Willkommen bei Gipfelschluck, los geht's! Der Startpunkt dieser Radtour ist Chur, wo wir entspannt mit der Bahn aus Karlsruhe angekommen sind. Der ursprüngliche Plan sah vor, hier der offiziellen Velolandroute 6, der Graubünden-Route, durchs Rheintal über Thusis nach Tiefencastell Richtung Albula-Pass zu folgen. Doch auf dem Abschnitt zwischen Thusis und Tiefencastell warten einige Tunnel mit ordentlichem Verkehr, sodass empfohlen wird, diese Teilstrecke mit der Bahn zu überbrücken. Darauf hatten wir keine Lust, also haben wir umdisponiert und die sportliche Alternative über die Lenzer Heide gewählt. Tag 2 starten wir mit einer schnellen Abfahrt hinunter ins Albulatal, wo wir wieder auf die Graubünden-Route Nummer 6 treffen. Wir passieren den Ort Brienz, ein beklemmendes Gefühl, wenn man sieht, wie knapp ein gewaltiger Bergsturz kurz vor den ersten Häusern des Dorfes zum Stehen kam. Im Albulatal folgen wir nun den Spuren der berühmten Albula-Bahn hinauf zum Pass. Zunächst rollen wir malerisch auf einem Schotterweg an einem rauschenden Bach entlang, bevor es auf die Passstraße geht. Das erste fahrtechnische und optische Highlight, gespickt mit den ersten steilen gut 250 Höhenmetern, die enge, spektakuläre Felsschlucht kurz vor Bergün. In Bergün gibt es neben einem steilen Wegabschnitt auf einer Pflasterstraße die Möglichkeit, etwas in einem Supermarkt einzukaufen oder aber auch in der direkt daneben befindlichen Bäckerei zu frühstücken. In Bergün liegen nun gut ein Drittel der Höhenmeter bis zur Passhöhe hinter uns. Bis zum Albula-Pass sind es immer noch ordentliche gut 950 Höhenmeter. Wir sind den Albula-Pass an einem Freitagmorgen Ende Juni gefahren und fanden, dass nicht besonders viel Verkehr war, sodass es sich ganz gut radeln ließ. Grundsätzlich ist der Albula-Pass eingerahmt vom Fluela-Pass und Julia-Pass, die eher die Rolle für den Durchgangsverkehr übernehmen, da diese auch besser ausgebaut sind. Dem Albula-Pass selbst kommt daher eher eine touristische Bedeutung zu. Inzwischen sind wir auf der Passhöhe auf 2312 Metern angekommen, wo sich im dortigen Hospiz wunderbar einkehren lässt. Kühles Bierchen und leckere Vesperplatte mit Bergkäse und Bündnerfleisch, einwandfrei. Die Abfahrt vom Pass in Richtung Oberengadin im Osten ist deutlich kürzer als die Auffahrt von Westen her. Hinunter bis La Punt sind es nur etwa 600 Höhenmeter auf 9 Kilometern. Nach der rasanten Abfahrt ins Oberengadin wechseln wir kurzzeitig auf die Velolandroute 65, den bekannten Innradweg, und radeln entspannt auf einem feinen Schotterweg direkt am Inn entlang. Bei Pontresina biegen wir schließlich Richtung Bernina Pass ab und steuern unseren Campingplatz in Mortarac an. Nach etwa 5 Stunden im Sattel und etwa 60 Kilometern sowie 1600 Höhenmetern im Anstieg endet diese Radtour-Etappe auf dem Campingplatz Mortarac, nur wenige Kilometer südöstlich von Pontresina. Aber der Tag ist noch nicht zu Ende. Am Abend machen wir noch einen Abstecher zum Mortarac-Gletscher. Eine halbe Stunde Fahrt auf Schotter belohnt uns mit einem unfassbaren Panorama. Ein magischer Moment zum Tagesabschluss. Ein leckeres Bierchen darf dabei natürlich nicht fehlen, während zum Abendessen uns eine ordentliche Portion Couscous erwartet. Unser dritter Radtourtag beginnt am Morgen direkt mit neuem Passglück. Es geht Richtung Bernina Pass. Nur wenige Minuten nach dem Start erwartet uns ein beeindruckender Blick Richtung der Gletscherwelt rund um den Piz Bernina. Vom Camping Mortarac aus fehlen uns noch gut 500 Höhenmeter bis zur Passhöhe des Bernina Passes, die sich auf etwa 11 Kilometer ziehen. Das heißt, steilere Teilstücke mit bis zu 8 bzw. 9% wechseln sich ab mit flacheren Wegabschnitten. Die Route über den Bernina Pass haben wir übrigens der Alternative über den Maloja Pass vorgezogen, da uns der Pass des Bernina Passes selbst attraktiver erschien und der Radweg im Val Tellina die interessante Wegeoption Richtung Comer See darstellte. Für den Snack zwischendurch gibt es im Quick Access Körbchen noch gute Energy in Form von Couscous vom Vortag. Dazu gibt es natürlich tolle Aussicht am Pass. Auf der 2330 Meter hohen Passhöhe drängt sich ein Gipfelbierchen quasi auf. Heute ein leckeres Quellfrisch aus dem Appenzeller Land, zum Wohl. Mit der grandiosen Aussicht geht es nun bergab. In der steilen Abfahrt verlieren wir rasant schnell an Höhe. Insgesamt sind es knapp 1900 Höhenmeter, die es bergab geht bis Tirano in Italien.
Nach etwa 2/3 der zu verlierenden Höhenmeter gibt es ein flacheres Zwischenstück. Der dort befindliche Lago di Poschiavo stellt einen perfekten Zwischenstopp dar, ein glasklarer See, der förmlich nach einem Badestopp schreit. Nach dem Badestopp überqueren wir die Grenze nach Italien und erreichen die Talsohle des Veltlins, im italienischen Valtellina. Hier radeln wir nun auf dem Sentiero Valtellina, einem wunderbaren Radweg, der uns flach durchs Tal führt. Und flach heißt in diesem Fall nicht kurz. Rund 75 Kilometer legen wir von Tirano aus entlang der Adda zurück. Ein langer Ritt, der sich aber sehr gut rollen lässt. Fast durchgängig sind wir auf einem asphaltierten Radweg unterwegs, der zudem ordentlich beschildert ist. Zwischen Tirano und dem Comer-See sind wir nun auf einer Meereshöhe von etwa 400 bis 200 Meter unterwegs. Das bedeutet, die merklich kühleren Temperaturen des Hochgebirges sind passé. Mit deutlich über 30 Grad wird es langsam zu einer Hitzeschlacht, sodass genügend Wasser dabei zu haben auf jeden Fall Pflicht ist. Am frühen Abend erreichen wir die Belohnung fürs stramme Radeln, Collico am Nordufer des Comer-Sees. Tag 4 startet mit absolutem Genussradeln. Wir folgen dem Ostufer des Comer-Sees von Collico Richtung Süden. Die Straße hier ist erstaunlich ruhig, da der Durchgangsverkehr durch die Tunnel der parallel führenden Autobahn geschluckt wird. Einerseits war es zwar Sonntag, also am Wochenende, andererseits waren wir Ende Juni, nicht in der Hauptreisezeit und am Vormittag zwischen 9 und 12 Uhr entlang des Sees unterwegs. Eine eigentliche Radwegbeschilderung entlang des Sees war Fehlanzeige, auch wenn auf unserer Comer-See-Wanderkarte mit Radrouten die Route entlang der Küstenstraße als Radweg bezeichnet war. In Varenna wechseln wir das Transportmittel und nehmen die Fähre hinüber nach Menaggio. Im Gegensatz zu den Fußgängern, die in langen Schlangen für ein Ticket auf den Ausflugsschiffen anstehen, gilt bei den Autofähren: am besten direkt entlang der Autos nach vorne arbeiten und vom Personal sich auf die Fähre winken lassen. Die Tickets könnt ihr an Bord kaufen. Direkt ab Menaggio steht noch einmal eine ordentliche Bergetappe hinauf Richtung Porlezza am Luganer See an. Zunächst geht es noch innerorts auf der Straße ordentlich in die Waden, doch dann geht die Route in einen sehr gut ausgebauten Radweg über, auf dem sich die restlichen Höhenmeter einwandfrei radeln lassen. Insgesamt sind es gut 200 steile Höhenmeter ab Menaggio. Der Radweg führt weiter über flachere Wegabschnitte vorbei am schönen Lago di Piano bis zu unserem Campingplatz Dana direkt am Luganer See. An unserem finalen Radtourtag geht es entlang des Luganer Sees bis nach Lugano. Richtig wunderbar zu Beginn, ein Abschnitt führt über eine alte stillgelegte Uferstraße direkt am Wasser entlang. Abgetrennt im Tunnel befindet sich die Hauptstraße für den Durchgangsverkehr. Später geht es kurz wieder auf die Straße, bevor Google Maps meint, uns eine Abkürzung zeigen zu müssen. In einem kleinen Ort führt der Weg direkt am Seeufer zu einem Pfad. Klingt traumhaft, entpuppt sich aber eher als Hindernisparcours mit einigen Treppenstufen. Mit vollbeladenen Rädern ist dies nicht unbedingt notwendig, aber rückblickend wieder eine Anekdote wert. Ganz zum Schluss fordert uns Lugano noch einmal heraus. Ein letzter steiler Anstieg hinauf zum Bahnhof treibt den Puls ein letztes Mal in die Höhe. Als Fazit bleibt eigentlich nur: hinter uns liegt eine grandiose Radtour, die wir auf jeden Fall wieder machen würden. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schaut auch gerne in weitere Videos auf meinem Kanal rein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck. Habt Spaß und seid freundlich miteinander.